Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine Rübli-Torte mit Pistazien-Mascarpone-Creme. Sie besteht aus meinem klassischen Rübli-Kuchenboden. Diesen Boden habe ich euch vor einigen Jahren schon in der Rübli-Torte mit Zitronencreme gezeigt. Viele von euch haben diesen Boden auch schon gebacken und für sehr köstlich befunden. Diesen Boden wollen wir uns heute aber füllen mit einer Pistazien-Mascarpone-Creme. Die ist was ganz, ganz Besonderes und natürlich für die Ostertage sehr schön geeignet, denn sie schmeckt fantastisch und sie ist kostbar. Und ja, man kriegt sie nicht alle Tage. Dekorieren kann man die Torte natürlich ganz klassisch mit den Möhrchen oder Osterhäschen oder was auch immer euch einfällt. Also diese Torte passt zu Ostern ganz besonders gut. Und wir starten gleich mit der Zubereitung unserer Mascarpone-Creme. Dazu werden wir uns jetzt ein viertes Mal einen Pudding kochen und ihn diesmal mit Pistazien aromatisieren. Bevor wir aber mit unserem Pudding starten, will ich noch kurz den Boden noch mal zeigen. Den backt man sich am besten am Vortag einmal vor, denn nach dem Backen ist er noch sehr, sehr weich und da könnte man ihn dann noch nicht schneiden. So nach einem Tag in der Kühlung ist er wunderbar fest geworden und wir können ihn uns zweimal durchschneiden. Damit haben wir dann 3 kostbare Rübli-Böden, die wir ja für die Torte benötigen. Und für die Zubereitung schaut ihr euch einfach das andere Video an und backt ihn am Vortag vor. Und für den Pudding geben wir uns jetzt erstmal 300 Gramm von der Milch in einen kalt ausgespülten Topf. Einen Rest behalten wir zurück, damit wir nachher unsere Stärke damit anrühren können. Wir geben hier unsere ausgekratzte Vanilleschote und das Vanillemark mit hinein. Also gerade aufkochen lassen, gerade die Vanille so ein bisschen einrühren, dass sich alles schön verteilt. Ja, und sobald die Milch einmal aufgekocht ist, können wir das Ganze beiseite stellen und es 10 Minuten bis eine halbe Stunde ziehen lassen. Während unsere Vanillemilch nun ziehen darf, können wir uns die 50 Gramm Stärke anrühren. Einfach unterrühren, mit kalter Milch anrühren. Sodass am Ende alle Klümpchen verschwunden sind. Ganz, ganz wichtig. Hier geben wir jetzt auch schon unsere 4 Esslöffel Amaretto mit hinzu. 1, 2, 3, 4. Selbstverständlich könnt ihr da auch weniger verwenden, ihn ganz weglassen oder etwas anderes verwenden, zum Beispiel einen Pistazienlikör. Der würde natürlich auch sehr, sehr gut dazu passen. Verrühren. Und es duftet schon sehr, sehr gut nach Mandellikör. Das wird eine feine Creme. Und jetzt holen wir uns unsere Vanillemilch und kochen hieraus einen Pudding. Die Vanilleschote habe ich mir bereits entfernt. Die spüle ich mir ab, lasse sie trocknen und verwende sie dann zur Herstellung von Vanillezucker. Unsere Vanillemilch wird jetzt wieder aufgekocht. Dann kommen noch die 100 Gramm Zucker hinzu und meine 200 Gramm gemahlenen Pistazien. Ich weiß, die sind sehr teuer, aber das ist nun mal eine Ostercreme und da darf es auch mal etwas mehr Pistazie sein. Und wer einen Teil davon ersetzen will durch was anderes, durch zum Beispiel einen Pistazienlikör, der darf das natürlich gerne tun. Also als erstes gebe ich mir die Stärke, die angerührte Stärke hier hinzu, unterrühren. So kann da auch nichts klumpen. Den Zucker hinzu, die 100 Gramm. Eine Prise Salz darf natürlich nicht fehlen, wobei die Pistazien auch schon so ein bisschen salzig sind. Die sollen natürlich nicht gesalzen sein, aber trotzdem schmecken die etwas würzig und die gebe ich mir jetzt auch gleich hier hinzu. Und die Creme ist bei mir jetzt so ein bisschen gelblich, weil ich viel Schale noch an den Pistazien hatte. Wenn ihr hochwertigere Pistazien bekommt für halbwegs günstiges Geld, dann könnt ihr natürlich auch diese verwenden. Dann wird die Creme noch schöner grün. Ich werde jetzt gleich einfach noch etwas Lebensmittelfarbe hinzufügen. Jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, dass das Ganze 3 bis 4 Minuten abbindet. Dabei kräftig rühren, wie immer. Mal gucken, ob es mit der Farbe jetzt besser wird. Kann noch ein bisschen mehr sein. So. Ja, und ihr seht, eine fantastische Creme ist entstanden mit einer schönen grünen Farbe. Ich
fülle mir die Creme jetzt gerade um in eine Schüssel. Das müsst ihr zu Hause nicht machen. Das mache ich nur, damit ihr einfach das Ganze besser sehen könnt. Diese Creme kann man übrigens auch wunderbar in einer Mozart-Torte verwenden. Und man kann natürlich hier, das haben sicher viele unter euch jetzt bemerkt, diese Creme auch abkühlen lassen, genau wie die anderen Cremes, die ich euch bisher gezeigt habe, die Himbeer, die Schokolade und die Vanillecreme, und dann eine Sahne darunter rühren. Dann hat man eine Pistazien-Sahnefüllung für eine Torte. Hier machen wir es jetzt ein bisschen anders. Wir ziehen hier jetzt etwas Mascarpone unter, die 150 Gramm Mascarpone einfach dazu rühren. Dadurch wird natürlich die Creme auch etwas heller wieder und der Mascarpone ersetzt uns jetzt hier die Butter, die wir sonst auch unterrühren. Der macht uns jetzt den Pudding auch sehr schön geschmeidig. So lange verrühren, bis unser Mascarpone schön untergehoben ist. Und ihr seht, jetzt ist die Creme auch so ein bisschen pastelliger geworden. Und genauso schön pastellgrün wollen wir sie auch haben für diese österliche Torte. Und ja, vielleicht wollt ihr diese Creme ja auch mal in einer Mozart-Torte ausprobieren. Die Creme ist fest und fest genug dafür, dass wir sie jetzt in unsere Torte füllen können. So, da haben wir unseren Boden. 5 cm ist er hoch, deswegen schneide ich ihn jetzt erstmal auf 1,5 cm durch. Erster Boden. Hier sieht man auch ganz deutlich die leckeren Möhrchen in dem Boden. Er ist sehr, sehr saftig, deswegen auch sehr dicht und fest. Den untersten Boden können wir jetzt schon mal auf unsere Tortenplatte legen. Den zweiten Boden schneide ich auf 1 cm durch. Wunderbar. Hier nehme ich mir noch die Backhaut ab und dann haben wir 3 wunderbare Böden. Auf den untersten Boden streiche ich mir jetzt eine Pistaziencreme. Und da geben wir uns einfach ein bisschen was auf den unteren Boden und bestreichen ihn damit. Sehr lecker. Also in die Creme könnte ich mich übrigens reinlegen. Die ist wirklich fantastisch. Jetzt können wir uns um die Torte einen Ring stellen und sie füllen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder aufspritzen, wie ich es in den vorangegangenen Videos gezeigt habe. Ich zeige es heute aber mal mit Ring. Einfach damit wir alles mal gesehen haben. Beides ist möglich. Macht es einfach so, wie es euch am leichtesten fällt. Ring um den Boden stellen. Schön festziehen. Hier kommt jetzt 1/3 unserer Creme schon mal auf diesen Boden. Schön verstreichen. Und wie gesagt, wenn ihr Sahne lieber mögt in dieser Torte, dann gerne einfach auch etwas Sahne aufschlagen, so 300 Gramm ungefähr, und hier unter die Creme heben. Hier kommt jetzt der mittlere Boden drauf. Vorsichtig darauf gleiten lassen. Vorsichtig überall andrücken. Auf diesen Boden kommt jetzt wieder 1/3 der Creme, so ungefähr. Kann auch ein bisschen mehr sein, auf den obersten Boden dann etwas weniger. Der oberste Boden, da soll nur noch so ein Hauch Creme drauf sein, damit man einfach oben diesen grünen Abschluss hat. Wieder schön glatt streichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich den Boden auch noch mit einer Konfitüre bestreichen oder mit der Pistaziencreme. Bei mir soll es jetzt so genug sein auf dem untersten Boden. Perfekt. Und wir geben uns den letzten Boden oben auf. So. Und hier kommt jetzt das letzte Drittel oben auf. Und wird wieder schön verstrichen. Alles ist schön glatt gestrichen, wir haben alle Creme verwendet und jetzt darf unsere Torte erstmal für 1 bis 2 Stunden, besser 4, besser wie immer über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag oder nach dieser Kühlzeit werden wir uns die Torte dann aus dem Ring holen und sie außenrum mit Sahne dekorieren, den Rand verzieren und hier oben auf die Sahnehäubchen setzen und die Möhre natürlich.
Wie immer war die Torte bei mir über Nacht im Kühlschrank schön abgedeckt und sie ist sehr schön fest geworden. Und ich werde sie jetzt aus dem Ring holen und sie dann mit der Sahne und den Ostersüßigkeiten dekorieren. Okay, und den Ring vorsichtig öffnen. Und da kommt unsere Torte. Sehr schön, die verschiedenen Schichten. Einmal vielleicht mit der Palette oder mit dem Messer drumherum fahren, dass wirklich alles noch schön glatt ist. Also hier schauen auch, dass wir hier oben noch mal einmal rumgehen, dass wirklich die Oberfläche ganz glatt ist, wenn vom Lösen Schäden entstanden sein sollten. Jetzt sieht sie richtig perfekt aus. Wir werden uns jetzt die Sahne außenrum geben. Und zwar werde ich mir jetzt 300 Gramm Sahne steif schlagen mit Vanillinzucker, bisschen Zitronenschalenabrieb und etwas Sahnefest hinzu. Genau, ich fange mal mit der Seite an. Und wenn ihr die Seite einmal eingestrichen habt, dann schaut ihr noch, dass das Ganze schön glatt eingedeckt wird. Schauen, dass alle Löcher ausgestrichen sind. So, alles ist verspachtelt. Ich werde mir die Torte jetzt einmal abziehen. Gerne auch mit einem Tortenkamm. Verschiedene Muster sind da möglich. Erstmal mit der Teigkarte abziehen. Die Teigkarte immer schön sauber halten zwischendurch. So, ich nehme jetzt mal die feinen Rillen. So, wunderbar. Jetzt werden wir uns hier außenrum einen Rand spritzen. Erstmal werde ich mir den unteren Rand der Torte dekorieren. Und zwar habe ich mir wieder einen Spritzbeutel mit der Tülle 1M gefüllt und spritze mir hier unten jetzt wieder den schönen Rosettenrand. Wunderbar. Und natürlich müssen wir hier oben noch was tun, denn sonst sieht das so ein bisschen komisch aus. Aber zuerst natürlich die Torte unbedingt einteilen. Das nicht vergessen. Gerade aufsetzen. Okay, jetzt können wir hier oben unseren Rand spritzen. Und jetzt spritze ich mir noch die Rosetten und die Mitte und dann können wir uns die Möhrchen auflegen. Und ich mache die dieses Mal nicht so groß, denn wir haben ja schon auch den Rand. So, jetzt noch die Mitte. So, und jetzt können wir uns hier unsere Möhrchen aufsetzen und vielleicht Hasenfiguren, was auch immer ihr habt. Vielleicht kleine Pralinen oder eben Herzchen, was auch immer zu eurem Anlass auch passt. Wenn ihr Möhrchen aus Eiweiß-Spritzglasur, wie ich verwendet, dann sollten die erst kurz vor dem Servieren aufgelegt werden. Ich habe jetzt immer 3 Möhrchen und einen Hasen abgewechselt, aber selbstverständlich könnt ihr auch nur Möhrchen auflegen. Sieht auch schön aus, wenn alles einheitlich ist. Und den letzten Hasen.
Ja, und in die Mitte können jetzt natürlich noch weitere Möhren oder ich habe jetzt hier noch ein paar Eier übrig. Damit ist meine Rübli-Pistazientorte fertig dekoriert und wir werden sie probieren. Und da kommt unsere Oster-Pistazien-Rübli-Torte. Ein schönes Werk mit viel leckerer Pistaziencreme. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken wird. Los geht's, ich werde probieren. Sehr schön die verschiedenen Schichten, hält auch gut fest. Und Rübli und Pistazie wechselt sich sehr schön und wird gekrönt von der Sahne. Lecker, lecker! Nochmal einen. Die Torte schmeckt absolut außergewöhnlich, sehr, sehr fein, sehr, sehr edel. Schmeckt sehr nach Pistazie, sehr stark nach auch dem saftigen Rübli-Boden. Ja, einfach ein Traum, ein Ostertraum. Das war meine Rübli-Torte mit Mascarpone-Creme. Ich bin gespannt, in welcher Version ihr sie nachbacken werdet. Ich freue mich schon auf eure Fotos. Schickt sie mir gerne an mein Facebook oder an meinen Instagram-Account. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept auch ausdrucken. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte tut das einfach noch, denn jede Woche um 10 Uhr gibt es am Sonntag hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo und dann aktiviert auch gleich da unten die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr, dann bekommt ihr nämlich alle Benachrichtigungen. Wir sehen uns aber erst in 2 Wochen wieder, denn die Osterwoche mache ich Pause. Ja, bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude beim Nachbacken, frohe Ostern und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss!